kurz zur Frage, warum es durchaus Sinn machen kann, sich mit Aufsteckmikrofon auseinanderzusetzen. So klingt eine Aufnahme in einem fahrenden Auto ohne Aufsteckmikrofon. Und so klingt das Ganze mit Aufsteckmikrofon. Macht also durchaus Sinn. Und ganz nebenbei, wie nice ist dieser Bulli hier bitte? So, ist das nicht ein verdammt schönes Fahrzeug? Aber gut, in diesem Video soll es nicht um Bullis gehen, sondern um Mikrofone. Schauen wir doch mal auf die Ladefläche, um welche Mikrofone es in diesem Video gehen soll. Hier haben wir einmal das Rode Video Mic Pro Plus, das Rode Video Micro, das Rode Wireless Go und Sony ECM B1M. Und warum es durchaus sinnvoll sein kann, sich mit solchen Mikrofonen auseinanderzusetzen, habe ich am Anfang des Videos schon gezeigt. Gerade wenn man unterwegs ist und sehr viele Störgeräusche im Umfeld vorliegen oder vorhanden sind, kann so ein Richtmikrofon eben sehr, sehr cool sein, weil man eben nur den Ton aus einer ganz bestimmten Richtung einfängt. Wie das Verhalten dieser... Boah, Alter, Winter und es kommt die Sonne jetzt plötzlich hier raus. Muss ich doch gleich mal hier meine Belichtungszeit ein bisschen ändern. So, auf jeden Fall gibt es in diesem Video einige verschiedene Experimente, wie unterschiedlich die Richtcharakteristik ist, wie die Soundqualität sich unterscheidet, wie gut generell Geräusche im Umfeld ausgefiltert werden, welches Mikrofon am besten Wind abhält und welches Mikrofon am wackelunempfindlichsten ist. Los geht's. Zur Info übrigens werde ich hier in den Ecken immer kurz einblenden, mit welchem Mikrofon ich diese Aufnahmen gerade aufnehme. Jetzt gerade eben zum Beispiel mit dem kleinen Rode Go. Fangen wir an mit dem kleinsten Mikrofon und zwar dem Rode Video Micro. Wie schon gesagt, ist das günstigste. Es kostet auf Amazon aktuell rund 45 €. Der große Vorteil ist, dass es nicht nur das günstigste, sondern auch das kleinste Mikrofon ist. Es ist super handlich, man kann es überall einstecken, man kann es einfach in die Tasche reinschmeißen, muss keine große Sorge haben, dass es irgendwie kaputt geht. Zur Not kann man auch das Mikrofon von der Halterung lösen und somit kann man erst recht sicher gehen, dass nichts kaputt geht in der Tasche. Es wird mit einem Deadcat geliefert, was ich ebenfalls sehr, sehr praktisch finde, weil das ist beispielsweise bei dem Rode Video Micro Pro Plus nicht der Fall gewesen. Vor- wie Nachteil ist, dass es keine Einstellmöglichkeiten hat, sprich es geht automatisch an, man muss es eben nicht anschalten. Ein Vorteil, es handelt sich hier um ein Richtmikrofon, sprich die Aufnahmecharakteristik ist eine Niere. Es wird nur Ton aufgefangen, der von vorne kommt, aber dazu gleich noch mehr. Kommen wir quasi zum großen Bruder des Rode Video Micro und zwar das Rode Video Mic Pro Plus. Der große Bruder, weil es deutlich größer ist und weil es eben auch teurer ist, kostet aktuell auf Amazon rund 249 € ohne Deadcat und mit Cat 309 €. Von der Richtcharakteristik hat es eine super Niere und der große Unterschied zu dem kleinen Mikrofon ist die Tonqualität, aber auch wenn man auf die Rückseite schaut, es gibt deutlich mehr Knöpfe. Und es ist strombetrieben. Es steckt also ein Akku in dem Mikrofon drin, den man bei Bedarf hier über die Seite über ein Micro-USB-Kabel laden kann. Beziehungsweise kann man auch selber Doppel-A-Batterien reinstecken. Wenn die Batterien einmal voll aufgeladen sind, hat man bis zu 100 Stunden Aufnahmezeit. Von daher, das reicht auf jeden Fall dicke. Und ich hatte zum Glück auch bisher noch nie Probleme mit dem Akku. Was ein großer Vorteil vom Plus im Vergleich zu einem Vorgänger ist, es geht automatisch an. Sprich, wenn ich das Kabel eingesteckt habe in die Kamera und die Kamera anschalte, ist das Mikrofon auch automatisch an. Wenn wir auf die Rückseite schauen, sehen wir hier einmal, dass wir einen Hochpassfilter haben mit 2 Einstellungsmöglichkeiten. Einmal eine Pegelregelung mit 3 Einstellungsmöglichkeiten. Man hat die Möglichkeit, den Höhenbereich anzuheben und ebenfalls ein Vorteil, was die anderen Mikrofone nicht haben. Es gibt nochmal einen Reservekanal, falls es irgendwelche Ausschläge gab während der Aufnahme, man diese im Nachhinein eben nochmal korrigieren kann. Wobei ich persönlich sagen muss, dass wenn ich unterwegs bin, will ich jetzt nicht so viel Zeit damit verbringen, das Mikrofon nochmal zusätzlich einzustellen. Von daher aus Erfahrung, also zumindest bei mir ist es so, bin ich dann doch eher der Typ, der unterwegs das Mikrofon aufsteckt und loslegt, ohne jetzt nochmal große Einstellungen auf der Rückseite vorzunehmen. So, und kommen wir zum neuesten Mikrofon in der Runde und zwar dem Sony BCM B1M. Es kostet auf Amazon aktuell 302 €. Es ist erstaunlich klein. Gerade wenn man es im Vergleich zum Rode Video Micro Pro Plus nimmt, was ungefähr qualitativ vergleichbar ist es wirklich erstaunlich. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Test unbedingt mal vornehmen wollte, weil ich bisher immer mit dem Rode Video Microphone Pro Plus aufgenommen habe. Das ist so der Standard. Aber es ist halt doch sehr sperrig und sehr groß. Und mich hat vor allem mal interessiert, wie gut das neue Sony Mikrofon im Vergleich zu den anderen abschneidet.
Was man direkt wissen sollte, wenn man sich dieses Mikrofon zulegen möchte, ist, dass es nur mit Sony-Geräten funktioniert. Eine Liste zur Kompatibilität mit weiteren Sony-Kameras findet ihr im Link in der Beschreibung. Und zwar hängt das zusammen mit Sonys Multi-Interface-Schuh. Also Sony Wordings, weiß ich auch nicht. Da könnte man in der Marketingabteilung auf jeden Fall noch mal ein bisschen Optimierungsprozesse vornehmen. Aber kommen wir zurück. Und zwar, wenn man hier auf das Mikrofon auf der Unterseite schaut, diese Anschlüsse, die direkt unten an dem Mikrofon angebracht sind. Und der große Vorteil ist eben der, dass man kein zusätzliches Kabel benötigt, um das Mikrofon mit der Kamera zu verbinden, sondern es reicht einfach, den Blitzschuh aufzustecken und schon kann es losgehen. Der große Vorteil dabei unter anderem ist, dass mit den neuesten Kameramodellen der Ton direkt digital aufgenommen wird, sprich er wird nicht analog umgewandelt. Das funktioniert allerdings nur mit der Sony A6600, mit der Sony A7S III und mit der Sony A7R4. Bei allen älteren Modellen gibt es auf der Rückseite einen Schalter, auf dem steht analog digital. Hier muss man dann auf analog schalten, was aber dieses Mikrofon wirklich absolut einzigartig macht. Und zwar kann man die Richtcharakteristik einstellen, was den großen Vorteil hat, dass man nicht nur definieren kann, dass das Ton von vorne aufgenommen wird, sondern auch 360 Grad rund um die Kamera. Was ebenfalls an diesem Mikrofon einzigartig ist, ist ein direkt eingebauter Filter. Bei ersten Tests hatte ich den Eindruck, dass der Ton teilweise etwas sehr blechern klang, aber dazu kommen wir auch gleich nochmal. Zuletzt hat man auch noch die Möglichkeit, den Ton zu verstärken, ähnlich wie es auch bei dem Rode Microphone Pro Plus der Fall war. Und zuletzt in der Runde das Rode Wireless Go. Es ist zwar kein Richtmikrofon, ich wollte es aber trotzdem sehr gerne diese Runde mit aufnehmen. Ein Lavalier-Mikrofon logischerweise große Vorteile hat. Es ist nicht an der Kamera fest angebunden. Man steckt es an den Körper an, sprich man kann sich frei bewegen und der Ton bleibt immer gleichmäßig gut. Es gibt außerdem im Internet einige sehr coole Videos, was man mit diesem kleinen, kabellosen Mikrofon alles machen kann. Wirklich beeindruckend, was die kleinen Dinger können. Zu den wichtigsten Fakten: Sie kosten aktuell rund 183 €. Sie sind akkubetrieben und wenn der Akku einmal voll aufgeladen ist, kann man damit rund 7 Stunden aufnehmen. Geliefert wird das Ganze in dieser handlichen kleinen Tasche. Ein Dead Cat ist auch dabei, um Windgeräusche zu reduzieren. Kommen wir also einmal zum Test zur Richtcharakteristik. Und zwar laufe ich jetzt jeweils einmal rund um das Mikrofon herum und spreche dabei und Kanto macht vielleicht auch mit. Mal so einmal testen, wie der Klang generell ist und wie er sich verhält, wenn man eben hinter der Kamera steht bzw. an der Seite von der Kamera. Hiermit haben wir jetzt also einmal das kleinste Mikrofon, das Rode Micro, und ich laufe einmal um die Kamera herum. Ich stehe jetzt an der Seite. Wird Zeit, dass ich wieder ins Auto reinkomme und woanders hinfahre. Jetzt gerade stehe ich hinter der Kamera und laufe jetzt weiter außen rum. Es gibt übrigens Wind, der von vorne kommt, also da bin ich auch mal gespannt, wie gut der gerade rausgefiltert wird. Ja, auf jeden Fall, jetzt stehe ich gerade wieder vor der Kamera. So, hier das Rode Video Micro Pro Plus. Na, auf jeden Fall bin ich jetzt hier an der Seite, genau rechts neben dem Mikrofon, hier ein bisschen davor, hier ein bisschen dahinter oder beziehungsweise an der Seite und gehe jetzt komplett nach hinten und jetzt dürfte man mich so gut wie überhaupt nicht verstehen. Ich drehe noch weiter meine Runde, bin jetzt genau neben dem Mikrofon, neben der Kamera und komme jetzt wieder nach vorne und stehe jetzt wieder exakt vor der Kamera. So, kommen wir zum dritten und letzten Richtmikrofon mit einem Lavalier-Mikrofon. Diesen Test zu machen wäre wohl relativ sinnbefreit, und zwar dem Sony-Mikrofon. Und zwar mache ich hier jetzt 3 verschiedene Tests, weil wir haben ja die verschiedenen Richtcharakteristiken. Jetzt gerade bin ich auf der Superniere und ich laufe einmal um die Kamera herum. Jetzt stehe ich genau hinter der Kamera. Ich rede weiter und jetzt bin ich hier einmal exakt links neben der Kamera und jetzt laufe ich wieder vor und stehe exakt vor der Kamera. Und jetzt stelle ich ein Mikrofon um. Das war gerade super direktional. Jetzt haben wir unidirektional. Jetzt laufe ich wieder um das Mikrofon herum. Jetzt bin ich exakt rechts neben dem Mikrofon bzw. der Kamera. Laufe weiter herum, stehe jetzt exakt hinter der Kamera und gehe doch nochmal hier, drehe meine Runde, mich wieder außen rum und stehe vor der Kamera. Und jetzt machen wir einmal den Vergleich zu omnidirektional, sprich einmal komplett 360 Grad drumherum. Ich stehe vor der Kamera, laufe außen rum und bin jetzt hinter der Kamera. So, man dürfte mich jetzt eigentlich genauso gut hören und vor allem, was interessant sein wird, ist, dass man jetzt wahrscheinlich die Autogeräusche auch hören sollte, weil die zuvor, glaube ich, immer wieder ausgefiltert worden sind. Und ja, jetzt stehe ich wieder vor der Kamera und das ist für mich tatsächlich eins der coolsten Features bei der Sony, dass das möglich ist. Weil ich häufig die Situation hatte, dass ich hinter der Kamera stand, jemanden interviewt habe und ich somit nicht zu hören war, und mit dieser Einstellung ist dieses Thema Geschichte.
So, und hier nochmal ein kleiner weiterer Test, und zwar hört man es wahrscheinlich schon. Im Hintergrund steht jetzt der Bus und läuft. Ich mache diesen Test auch möglichst schnell, um nicht die Umwelt zu verschmutzen. Hiermit einmal die Sony Superdirektional. So klingt es mit der Sony Unidirektional. So, ich rede und man hört wahrscheinlich den Blubbern im Hintergrund. Und so klingt das Ganze omnidirektional und ich sehe schon im Ausschlag, man hört den Bus ziemlich laut. Was hier jetzt nochmal spannend ist, ist das Verhalten des Filters. So, hiermit einmal auf der Einstellung auf LC, sprich den mittleren Wert. Und hier einmal auf NC, sprich mit der maximalen Geräuschunterdrückung im Hintergrund. Und jetzt dürfte meine Stimme relativ blechern klingen. Und der Extremfall jetzt noch einmal mit dem Noise-Filter und superdirektional. Und jetzt müsste der Bus eigentlich so gut wie komplett ausgefiltert sein. So, im Vergleich dazu jetzt einmal Rode Video Micro Pro Plus. Der Bus läuft im Hintergrund. Ich sehe schon im Ausschlag, ein bisschen hört man das Blubbern, aber es scheint relativ gering zu sein. Hier zum Vergleich der kleinste Player, und zwar das Rode Video Micro. Es blubbert im Hintergrund der Bus. Man müsste es wahrscheinlich ein bisschen hören, aber es dürfte wahrscheinlich ganz gut ausgefiltert sein. Und last but not least das Rode Wireless Go. Ihr seht es bereits, ich habe es hier angesteckt und eigentlich dürfte es nur den Sound um meinen Mund herum einfangen. Und wenn ich jetzt mal hier weiter weggehe, dann werdet ihr hören, dass meine Stimme gleich laut bleibt, aber der Bus wahrscheinlich immer leiser und leiser und leiser werden dürfte. Und wenn ich jetzt wieder auf die Kamera zugehe, dürfte der Bus wieder lauter und lauter werden. So, genug jetzt am Bus rumgestanden. Jetzt geht es mal zum kleinen Spaziergang hier ans Meer. So, jetzt gerade wieder das Rode Video Micro drauf. Und worum es jetzt in diesem Test gehen soll, ist die Wackelempfindlichkeit bzw. wie groß die Störgeräusche sind und auch ein bisschen bereits Windgeräusche. Und zwar kommt der Wind aus dem Rücken der Kamera, also aus der Richtung. Und ich weiß, dass das Video Micro Pro Plus immer sehr, sehr anfällig war dafür. Von daher bin ich da auch mal gespannt, wie die Ergebnisse hier so sind. So, hiermit jetzt also das Rode Video Micro Pro Plus und erfahrungsgemäß müsste man jetzt schon wieder ziemlich viele Windgeräusche im Hintergrund hören, zumindest wenn ich in die Richtung schaue. Wenn ich so laufe, dürfte wahrscheinlich kein Wind mehr sein und so auch nicht. Und jetzt schüttle ich einmal ein bisschen und eigentlich von der Erfahrung her ist da das Rode Video Micro Pro Plus extrem gut gebaut, weil ich eigentlich nie groß Wackelgeräusche im Hintergrund gehört habe. Anders soll es wohl bei der Sony sein und das hören wir uns jetzt einmal an. So, und hiermit jetzt also die Sony. Der Wind kommt von hinten. Ich bin gespannt, wie gut der Sound ist. Das Besondere bei der Sony ist ja, dass sie auf der oberen Seite eben eine Reihe an Mikrofonen hat. Und ja, der Ausblick sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, auf jeden Fall wackele ich jetzt noch mal ein bisschen hin und her. Und hier oben ist ganz schön windig, von daher machen wir jetzt hier nochmal einen expliziten Windtest. So, der Wind ist hier also relativ stark und der Ausblick auch gar nicht so schlecht. Es gibt schlechtere Orte, um einen kleinen Windtest zu machen. Auf jeden Fall, jetzt gerade filme ich mit der Sony ECM B1M. Der Wind kommt von hinten. Jetzt drehe ich einmal die Kamera. Jetzt kommt der Wind von rechts. Und jetzt einmal mit dem Wind aus der Rückseite. So klingt das Ganze bei der Sony, wenn der Wind von hinten kommt. Hier einmal Soundunterdrückung auf LC-Modus. Hier kommt der Wind direkt jetzt aus meinem Rücken und einmal auf die komplette Stärke. Jetzt wird der Sound am krassesten unterdrückt, das dürfte wieder ziemlich blechern klingen. Das Ganze machen wir jetzt nochmal aus der anderen Richtung. So, aus der Richtung. Aber weiter geht's mit den anderen Mikrofonen. So, hier haben wir jetzt einmal das Video Mic Pro Plus und erfahrungsgemäß dürfte der Wind aus der Richtung jetzt noch halbwegs gut abgeschottet werden, aber interessant wird es vor allem, wenn ich jetzt einmal die Kamera umdrehe und der Wind von hinten kommt. Und jetzt machen wir es noch einmal so, dass der Wind von der Seite kommt, sprich der Wind kommt von da. So, hier also das Rode Video Micro, der Wind kommt aus der Richtung und jetzt drehen wir das Ganze noch einmal. Wind kommt aus der Richtung. Abschließend kommt der Wind jetzt aus dem Rücken der Kamera. So, last but not least das Video Wireless Rode Go. Und zwar kann man das ja auch ganz gut, oder eigentlich hat das ja aufgrund
dieses Windpuschels sollte das auch eine ganz gute Windisolierung haben. So jetzt, dass der Wind direkt drauf zuprallt. Die Kamera steht schief, aber ist ja egal. Ich bin gespannt, wie sehr jetzt auch der Wind ausgefiltert werden kann. So, raus aus dem windigen Umfeld, rein in mein schönes, muckeliges, kontrolliertes Studio. Und zwar gibt es hiermit zum Abschluss jetzt nochmal einfach einen Test der Sprachqualität. Und zwar werde ich einen gleichen Satz bei jedem Mikrofon einmal einsprechen, damit ihr einmal genau einen Vergleich habt, wie unterschiedlich die Stimmen mit den unterschiedlichen Mikrofonen klingen. Los geht's. Das Richtmikrofon ist ein Mikrofontyp, der primär den frontal eintreffenden Schall aufnimmt und dadurch eine Richtcharakteristik aufweist. Das Richtmikrofon ist ein Mikrofontyp, der primär den frontal eintreffenden Schall aufnimmt und dadurch eine Richtcharakteristik aufweist. Das Richtmikrofon ist ein Mikrofontyp, der primär den frontal eintreffenden Schall aufnimmt und dadurch eine Richtcharakteristik aufweist. Richtmikrofon ist ein Mikrofontyp, der den primär eintreffenden Schall aufnimmt und dadurch eine Richtcharakteristik aufweist. So, das war jetzt also der letzte Test. Was war euer Eindruck? Welches Stimmklangbild gefällt euch am besten? Ich muss sagen, dass die Stimme beim Sony ist immer so ein bisschen höher. Wenn ich das auf dem Laptop angucke, finde ich den Ton da besser als beispielsweise beim Rode Video Pro Plus. Bei dem ist die Stimme etwas tiefer. Allerdings, wenn ich es auf dem Kopfhörer anhöre zum Beispiel, finde ich, dass das Sony irgendwie zu hoch klingt und das Rode irgendwie angenehmer ist. Soviel zum Klangbild, kommen wir zum gesamten Resümee. Und es geht los wieder mit dem kleinsten Mikrofon, dem Rode Video Micro. Es ist mit Abstand der absolute Preis-Leistungssieger. Ich finde, es hat eine ziemlich gute Sprachqualität dafür, dass es so klein ist. Es hat ein gutes Filterverhalten, sprich mit der Nierencharakteristik hat man gesehen, dass der Hintergrund sehr gut abgeschirmt wird. Und es hat aufgrund dieses Wackelding hier auch gemerkt, dass es gegen Bewegung eigentlich ziemlich gut isoliert ist. Man hat es kaum gehört. Einziger Nachteil ist, es ist eben so ein bisschen wabbelig, also es macht nicht so einen stabilen Eindruck auf der Kamera. Das ist aber auch eher einfach so eine Geschmackssache. Und was man auch gemerkt hat bei dem Windtest, dass wenn der Wind von vorne kam, was trotz Dead Cat hat man so ein krasses Rauschen oder Flackern gehört. Ansonsten kann ich dieses Mikrofon absolut empfehlen, weil es eben so klein, stabil und handlich ist. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin behalten als Fallback, falls mein größeres, besseres Mikrofon kaputt gehen sollte oder verloren oder nicht mehr funktionieren sollte. Kommen wir zum Rode Video Mic Pro Plus. Hiermit jetzt also auch einmal die Darstellung ohne Dead Cat. So wird das Mikrofon standardmäßig ausgeliefert. Wie ich schon gesagt habe, es ist das größte, das unhandlichste. Es hat die beste Isolierung bei Bewegung. Ich finde, die Stimme klingt am schönsten bei diesem Mikrofon. Und der Nachteil ist natürlich, also es ist generell batteriebetrieben. Also es kann passieren, dass der Akku mal leer geht. Und der letzte Punkt ist, wenn Wind von hinten kommt, haben wir gehört, ist der Ton fast nicht brauchbar. Und nachdem ich häufig bei meinen Outdoor-Aufnahmen draußen unterwegs bin, habe ich häufig gehabt, dass es damit ein echtes Problem hatte. Von daher ist das für mich fast ein K.O.-Kriterium. So, und kommen wir jetzt hiermit zum Sony. Die Vorteile liegen relativ klar auf der Hand. Einerseits ist es total klein. Ich habe super viele Einstellmöglichkeiten auf der Rückseite, wie die Richtcharakteristik oder die Filtereinstellungen, um Umgebungsgeräusche rauszufiltern. Es hat kein Kabel. Die Nachteile waren zum einen ganz klar die schlechte Isolierung, sprich wenn man die Kamera sehr viel bewegt, hat man eben diese Störgeräusche im Hintergrund gehört. Was ich tatsächlich wirklich nicht so gut fand, dass die Knöpfe auf der Rückseite relativ klein sind, sprich wenn man Handschuhe anhat, dann kann man die nicht so optimal bedienen. Es war nicht das windunempfindlichste, also man hat die Windgeräusche schon gehört, aber ich fand mit dem LC-Filter konnte man die eigentlich sehr gut ausfiltern. Und natürlich ist ein gewisser Nachteil, dass es nur mit Sony-Geräten funktioniert. Nachdem ich komplett auf Sony umgestiegen bin, ist das nicht so ein Problem für mich, aber viele von euch da draußen, die vielleicht mit Canon, Fuji oder sonst mit anderen Herstellern filmen, mit denen ist das natürlich keine Lösung. Trotzdem werde ich voraussichtlich in Zukunft mit diesem Mikrofon arbeiten, weil es für Vlogs und für unterwegs doch aufgrund der Größe einfach ein Riesenvorteil ist. Und da muss ich einfach darauf achten, dass ich meine Kamera nicht allzu sehr bewege. So, abschließend natürlich nochmal hier die kleinen Sonderplayer, das Rode Wireless Go. Ich war wirklich absolut beeindruckt, wie gut die Wind abgehalten haben. Also wenn man tatsächlich Aufnahmen machen sollte, wo sehr viel Wind im Umfeld ist, würde ich auf jeden Fall zu diesen kleinen Mikrofonen raten. Sie sind wahnsinnig variabel einsetzbar. Ich würde sie mir für unterwegs nicht immer so anstecken wollen, weil ich finde, dass es halt einfach nicht schön aussieht. Aber wenn das kein Problem ist, dann würde ich auf jeden Fall darüber nachdenken, mir dieses Mikrofon zuzulegen. Und im Endeffekt gehört eigentlich sowas sowieso in das Setup eines jeden professionellen Videografen. Von daher, von der Größe und von der Funktionalität und von der Leistung kann ich die auf jeden Fall auch nur empfehlen.
So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, dass dieses Video hilfreich für euch war, bei eurer Kaufentscheidung oder überhaupt einen Eindruck zu bekommen, was so Richtmikrofone leisten können und wie sie eure Videos noch besser machen können. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, liken oder den Kanal abonnieren, falls ihr es nicht schon getan habt. Vielen Dank, dass ihr dieses Video bis hierhin geschaut habt und tschüss. Last but not least. So, last but not least. Muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfalle.